Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Gekreuztes und so, und ich begrüße alle alten und neuen Abonnenten und alle, die hier zufällig vorbeischauen und dieses Video schauen. Und ich zeige euch natürlich nicht alle, ich zeige euch einen Teil meiner Kreuzstichprojekte der letzten Tage bzw. der letzten 2 Wochen, die ich gestickt habe. Und ich möchte hier gleich mit dem Stickmarathon der Designer beginnen. Und zwar sticke ich jeden Monat einen anderen Designer an. Das Projekt habe ich gemeinsam mit einer französischen YouTuberin Céline gestartet ich weiß gar nicht mehr wann, im August, glaube ich, letzten Jahres, 25. Und genau, wir starten seitdem jeden Monat einen anderen Designer, nur dass sich Céline die letzten Monate rausgenommen hat. Insofern starte ich im Moment jeden Monat alleine einen Designer. Und diesen Monat ging es um Isabelle Harcourt-Vautier. Und ich habe mich für dieses wunderschöne Motiv entschieden, aus einer Zeitschrift, aus einer französischen Zeitschrift, Main et Merveille, aus Juli, August 2012. Genau, ich möchte es eigentlich auch gerne so finishen, wenn das dann irgendwann mal soweit fertig gestickt ist. Aber ich zeige euch hier erstmal, wie weit ich gestickt habe. Und ich lege euch auch gleich mal nebenan, wie weit ich das letzte Mal gestickt hatte. Und ihr seht schon, hier ist relativ viel Fläche auszufüllen. Ich habe jetzt aber auch nicht lange dran gestickt. Ich glaube, ich habe einen Tag dran gestickt, weil hier oben kommt noch der ganze Schriftzug hin, à la Mer, so heißt das Werk nämlich, und den möchte ich auch gerne noch dran sticken. Und das hätte ich jetzt vor dem Video sonst auch nicht geschafft. Genau, ich habe dieses Werk aus eben, wie gesagt, dieser Stickzeitschrift. Und das ist ein bisschen, das Design besteht nicht aus Symbolen, sondern eher so aus Farbflächen. Ich kann das ja mal ein ganz kleines Stückchen hier reinhalten. Das macht sich nicht so gut, finde ich, weil man halt eben gerade bei diesen, wie ihr das seht, die Grau- und Brauntönen, die sind alle doch sehr ähnlich. Und dann den richtigen zu erwischen, das ist immer so ein bisschen Glückssache. Ob das dann hier der richtige ist, werden wir am Ende sehen, ob das so aussehen soll, wie es aussieht. Aber das macht nichts, ist ein kleines Motiv, da kann man auch mal ein bisschen die Farben erahnen, und ansonsten wird es halt ein bisschen anders, auch nicht weiter schlimm. Ich habe das jetzt zum 4. April 26 begonnen und auf einem 14 Count Aida selbstgefärbte Kaffee-Tee-Methode. Und insgesamt wird das Werk 76 x 132 Stiche groß. Genau, das ist nämlich unsere Isabelle Harcourt-Vautier. Und im Mai, es wird ein verrückter Monat Mai, im Mai kommt einmal Stitch Mania, habe ich euch schon mal ein Video dazu gemacht, verlinke ich euch irgendwo oben, unten, rechts, links. Schaut einfach mal, wenn ihr jetzt gucken wollt, meine Pläne für den Mai. Ich möchte 5 neue Projekte ansticken und aber natürlich auch den Stickmarathon der Designer nicht vergessen. Im Mai ist nämlich Old Forest Embroidery geplant, und ich glaube, Old Forest Embroidery kennt jeder, ist sehr, sehr, sehr bekannt, auch sehr, sehr gerne gestickt. Und ich zeige euch mal, was ich schon von Old Forest Embroidery gestickt habe, bevor ich zu den Seiten kommen, wo man es kaufen kann und wer das so ist. Das ist riesig. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es hieß. Habe ich das hier irgendwo drauf geschrieben? Doch, das heißt Pumpkin Color Autumn auf einem 32 CT. Und das macht die ganze Sache unwahrscheinlich groß. Das Werk habe ich 23 bis 24 gestickt, also so ziemlich genau ein Jahr. Das war ein Stitch-Along. Ich ziehe euch das mal hier runter. Ich glaube, es ist fast besser. Ich würde euch mal ganz kurz abnehmen. Obwohl das so viel Hochformat auch nicht wirklich ins Bild passt. Das ist wirklich riesig. Durch die 32 Count ist aber auch einfach wunderschön. Hat sich super, super, super schön sticken lassen. Ihr seht ja, habt ihr Farben, Garne, die ihr wirklich aussticken könnt, bevor der nächste Farbwechsel kommt. Ist nicht so sehr verpixelt oder mehr Konfetti, eigentlich gar nicht Konfetti, sondern schöne große Farbflächen, aber auch nicht zu groß, außer vielleicht das Haus, das war jetzt hier schon mal, oder der Kürbis ist auch recht intensiv gewesen. Das ist so ein
ein ziemlich bekanntes Werk von Owl Forest Embroidery. Das zweite Werk, was ich von denen schon gestickt habe, ist der Turquoise Bird Night Songs. Den habe ich vom Mai 25 bis Januar 26 gestickt auf einem 36 Count Modena Even Weave. Es sind nur 4 Farben in den Stück und 229 x 128 Stiche groß. Stickt sich auf dem Stoff absolut bescheiden. Aida stickt sich definitiv leichter, aber auf so einem schwarzen Stoff ploppen halt die Farben halt auch sehr schön raus. Und ich mag gerne für Sampler nicht so sehr gerne Aida-Stoffe verwenden. Aber ein schwarzer Even Weave, das versuche ich in Zukunft auch zu vermeiden. Das stickt sich nicht so besonders toll, sieht aber toll aus. Das lässt sich, glaube ich, nicht abstreiten. Von diesen Vögelmotiven gibt es, glaube ich, noch 3 oder 4 andere. Und da ist wirklich einer schöner als der andere. Und dieses Werk von Owl Forest Embroidery sticke ich noch aktuell. Nicht in dieser Farbkonvertierung, wie es hier der Fall ist. Es sind, glaube ich, 12 oder 15 Farben drin. Ich habe mich für die 3-Farben-Variante entschieden. Das ist also nur der Beige, der Rot und dieser Dunkelgrauton. Und hier bin ich bei, ich weiß es jetzt gar nicht so genau, weiß nicht wie viel. Das ist auch ein Gratismuster von Owl Forest Embroidery. Und das gibt es in so einzelnen Etappen, wenn ihr da mal auf der Internetseite vorbeischaut. Ich würde die unten mit verlinken, ich zeige euch die auch gleich. Da findet ihr das Design gratis und das wurde für so ein Stitch-Along auch auferlegt oder veröffentlicht. Da gibt es immer so einzelne Teile, ne? Also zum Beispiel habt ihr dann hier dieses Werk als einen Teil und dann habt ihr als nächstes Mal halt hier so ein Stück oder so. Und deswegen kann ich auch gar nicht sagen, wie viel Prozent das jetzt hier sind, weil ich mir das auch dann nicht einzeln reingezogen habe in Pattern Keeper und schon gar nicht zusammengefügt oder sowas alles. Also der hier ist noch voll in Arbeit, den seht ihr nicht allzu oft, glaube ich. Den habe ich nämlich auch schon im Juli 23 angefangen, hatte den dann abgebrochen, weil mir hier oben der Stoff nicht gereicht hat. Habe ich euch auch schon 100-mal erzählt. Insgesamt finde ich ihn aber ganz schön, deswegen sticke ich den auch sicherlich weiter. Jetzt im Mai bestimmt nicht, da habe ich keine Zeit. Aber im Mai möchte ich natürlich noch ein neues Design von Owl Forest Embroidery ansticken. Und wenn wir da jetzt drüber stolpern, würde ich es euch auch gleich zeigen, weil jetzt sollte ich euch erstmal was zu dem Designer erzählen. Also ihr findet Owl Forest Embroidery eigentlich fast überall zu kaufen. Also ihr findet es auf Etsy, ihr findet es auf deren eigener Website und ich glaube, die Motive gibt es auch bei den ganz typischen Stickläden wie Cross Stitch Corner oder Casa Genina. Habe ich allerdings noch nie dort gesucht, weiß ich gar nicht genau. Ich kaufe es eigentlich am liebsten auf der Website von Owl Forest Embroidery direkt. Würde ich gleich noch zeigen. Ich fange erstmal mit Etsy an, da heißt die Seite oder der Shop Chouette des Forêts. Und hier sieht man auch schon schön die einzelnen Motive, die ihr zum Teil vielleicht auch schon kennt. Welche sehr oft gestickt sind, sind diese Vögel zum Beispiel. Die habe ich jetzt häufiger auf YouTube gesehen. Da sind viele neue hinzugekommen. Die sind alle sehr bunt, die kenne ich eigentlich noch gar nicht. Die Schildkröten, die habe ich schon mal gefunden. Ich hoffe, es ist für euch groß genug. Und sehr viele bunte neue Motive hinzugekommen, finde ich. Hier oben die Schwalben, die habe ich auch schon gesehen auf YouTube. Ja, ich bin da jetzt selber überrascht, dass da schon wieder so viele neue Bilder eingestellt sind. Das finde ich auch sehr schön, das habe ich auch gekauft irgendwann mal. Ist auch sehr bekannt, finde ich zumindest. Das wird im französischen YouTube-Kanal gerade sehr viel gestickt. Dieses schwarze Schloss. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Da seht ihr es vielleicht besser, wenn er scharf stellt. Naja, so viel besser seht ihr das auch nicht. Also ihr seht, es ist recht vielseitig. Es ist, genau, hier sind zum Beispiel diese Vögel, die ich gerade erzählt habe. Und hier kann man sich, schon allein auf Etsy kann man hier wahrscheinlich eine Stunde lang schmökern, wenn man sich dann natürlich auch noch ansieht, wie viele Stiche die einzelnen Designs haben, was es kostet und so weiter. Ich meine, den Preis sieht man hier vorne, aber alles andere müsste man sich dann halt mal reinklicken.
Also ganz unterschiedlichster Art, wie ihr hier seht. Und genau, und das Design möchte ich jetzt im Mai mit euch ansticken nicht. Also ich sticke es an, aber nicht mit euch, so rum. Ich weiß gar nicht, was bei so einem Anstickvideo mit euch erzählen soll die ganze Zeit. Genau, dieser schwarze Monochrom, den möchte ich beginnen im Mai. Die Vögel, die habe ich auch in allen Varianten. Ich finde die auch total toll, habe es aber noch nie angestickt. Hier unten sind wieder Vögel. Also ihr seht, man kann sich da sehr, sehr, sehr lange mit aufhalten. Hier sind wieder die Vögel, die ich vorhin gezeigt hatte, in einer anderen Farbe. Die gibt es halt in Rot, Lila, Türkis. Also je nach Bedarf oder nach Wunsch. Also hier seht schon, auf Etsy kann man hier unwahrscheinlich viele Motive. Ihr seht, es geht noch ewig weit nach hinten. Ist wahrscheinlich für jeden Geschmack was dabei. Da kann man die schon einmal erwerben. Und dann gibt es noch die Website von Old Forest Embroidery, die sich bei mir hier zum Glück automatisch übersetzt. Und ich würde die Website unten mit verlinken, dass ihr sie einfach auch per Klick gleich findet. Und man hat hier genau unterschiedliche Sachen zum Auswählen. Zum Beispiel kann man hier sich auch mal die kostenlosen Charts anschauen. Wie gesagt, die sind alle für 1 Euro. Das ist halt auch immer toll. Gibt es auch Stitch-Alongs. Letzten Jahr, in diesem Jahr gibt es, glaube ich, auch wieder eins. Ist hier aber noch gar nicht dabei. Weiß jetzt auch nicht mehr. Es war war das irgend so ein Detektivmärchen, irgend sowas? Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Hat mich jetzt nicht so angesprochen. Also das sind ja erstmal schon nur die kostenlosen Stickvorlagen. Da kann man sich wahrscheinlich schon monatelang mit beschäftigen, wenn nicht Jahre. Extrem viel Auswahl. Ne? Und hier kommt man natürlich auch auf die kostenpflichtigen Vorlagen, selbstverständlich. Ne? Auch hier die Eulen, die kennt ihr wahrscheinlich auch. Die haben auch sehr, sehr viele Leute gestickt. Zum Teil sticken sie noch. Braucht ihr einfach nur auf Download klicken, dann habt ihr das. Es ist also wirklich mega genial. Auf dieser Seite kann man wirklich immer mal wieder schmökern, weil wir hier gerade festgestellt haben, hier ist der neue Stitch-Along übrigens auch von Sherlock Holmes. Ja, irgendwas, was mich jetzt nicht ganz so anspricht. Aber man findet hier wirklich 1000 Sachen, die interessant sind. Die haben auch eigenes Garn. Aber da müsst ihr natürlich ein bisschen aufpassen, wenn ihr was bestellt. Das kommt aus Russland, da gibt es natürlich Zoll und wahrscheinlich auch Einfuhrumsatzsteuer, oder? Weiß ich jetzt gar nicht so genau. Auf alle Fälle viel Versand und Zoll. Entweder haben sie es in den Versandkosten alles schon mit drin. Müsst ihr da probieren, habe ich noch nicht getestet. Ich hole mir die digitalen Diagramme meistens und sticke das dann mit DMC-Garn, was ich vorrätig habe. So, jetzt habe ich euch aber immer noch nicht so sehr viel erzählt, wer hinter Old Forest Embroidery steht. Und zwar findet man da hier im Internet eine Galina Egorenkova und Elena Schirschova. Das Unternehmen gibt es seit 2017. Genau, und sie sind eben bekannt für die Stickpackungen, für die handgefärbten Garne und auch für die digitalen Stickmuster. Und die Firma hat ihren Sitz in der Stadt Urel in Russland. Und genau das ist halt leider auch das Problem, dass man da halt, wenn man sich zum Beispiel diese sehr schönen handgefertigten Garne kauft, dass man da halt sehr viel Transport oder Zollkosten zahlt. Aber es ist wirklich wunderschön. Die Seiten, die Internetseiten sind auch ja, wirklich zu empfehlen. Kann man wirklich mal schmökern. Man sollte natürlich gerade keinen Kauffrust haben, sonst landet immer was im Warenkorb. Sehr schöner Designer. Ich habe auch schon gehört, dass die Doreen vom Kanal Kreuzstich Doreen einen Designer sticken möchte. Und ach Gott, ich glaube, es war noch ein Kanal, die möchte auch ein Old Forest Embroidery ansticken. Ich weiß jetzt, wie du aussiehst, aber ich weiß jetzt nicht deinen Namen. Aber es gibt sicherlich hier und da mal noch einen YouTuber, der mitstickt, und würde mich auch einfach freuen, wenn ihr mitsticken möchtet. Und wenn ihr schon euer Projekt gewählt habt, schreibt es mir doch gerne mal unten in die Kommentare.
so dass ich auch immer wieder neue Projekte finde, weil das ist echt sehr interessant, wenn ihr da unten ein bisschen kommentiert. Okay, so viel zum Stickmarathon. Dieses Werk habe ich euch eigentlich in meiner Wipparade gerade schon gezeigt. Das ist immer ein bisschen unglücklich, eine Wipparade zu drehen, wenn man natürlich auch andere Sachen stickt. Weil man hat währenddessen immer Fortschritte an den einzelnen Projekten. Und dann macht man die Wipparade und zeigt eigentlich schon die Fortschritte von diesem einzelnen Projekt, obwohl ihr den Fortschritt noch gar nicht gesehen habt. Deswegen könnte es jetzt eine Wiederholung sein für die Leute, die die Wipparade schon gesehen haben. Aber ich zeige es natürlich trotzdem nochmal, weil es in einem normalen Flosstyp noch nicht gezeigt wurde. Und zwar habe ich hier von Little House Needleworks die Little Sheep Virtues gestickt, und zwar das Motiv Nummer 6. Und so sieht es aus, wenn es gestickt ist. Genau, ich lege es gleich mal so daneben. Dieses ganze Motiv war ein Neustart und ein Finish innerhalb von, ich weiß es nicht, 2 Tagen, glaube ich. Es sind nämlich 1355 Stiche. Genau, und ich habe das am 10. und am 11. April gestickt. In diesem ganzen Design sind 16 Farben drin, die jetzt nicht hier an diesem einzelnen sich widerspiegeln, aber ein Teil davon halt. Und ich habe das hier 1 oder 2 über 2, ich glaube, ich habe es 1 über 2 gestickt. Ich weiß auch gar nicht, was das für ein Stoff ist. Das sind nicht 40 Count, das sind aber auch nicht, ich könnte mal schätzen, so vielleicht 32 Count. Irgend so ein Reststoff, ist auch wirklich nur noch so ein langer Streifen von dem Restprojekt, wo aber halt exakt 2 oder 3 so eine kleinen Schafe noch drauf passen. Die sind immer ganz praktisch, so eine Reststoffe. Genau, und da werde ich jetzt noch 3 Schafe hier oder noch 2 draufsticken, und dann werde ich auch langsam zum Abschluss kommen mit dieser Schafreihe, weil ich habe dann auch schon genug Schafe. Ich habe die schon überall verteilt, ich habe sie gar nicht mehr alle zusammengefunden. Und habe die auch auf unterschiedlichen Stoffen gestickt, auf 40 Count, auf kleineren, auf dunkleren, auf helleren. Vielleicht finde ich sie ganz am Ende, wenn ich dann mal alle, also wenn ich das Projekt abschließe, ich sticke nicht alle 12, suche ich sie vielleicht auch alle nochmal raus, wenn ich sie noch finde, und lege sie nochmal in die Kamera, schauen wir mal. Auf alle Fälle war das halt jetzt ein Neustart und ein Finish. Und ich habe noch ein Finish. Und zwar werdet ihr das sicherlich schon mit gerechnet haben. Ich habe es ja schon oft genug in die Kamera gehalten. Ist das der Spring Quaker von Lela Studio. Und ihr wisst, der ist einfach riesig. Aus dem Grund nehme ich euch jetzt hier nochmal raus und filme das hier einfach nochmal alles ab. Ich habe das hier auf einem weißen Aida-Stoff 20 Count gestickt. Und es ist trotzdem unwahrscheinlich groß. Ich hier mal insgesamt alles zeige, muss ich schon ganz schön hoch mit meiner Kamera gehen, um das hier alles ins Bild zu bekommen. Und ich habe die letzten Tage auch nur noch eine ganz kleine Ecke gestickt, und zwar hier unten den Hasen und hier, ich glaube, die 3, 4 Motive. Das war nur noch ganz wenig. Aber ich hatte beim vorletzten Mal keine Lust, das zu Ende zu sticken. Deswegen hat sich das jetzt nochmal über eine weitere Sticksaison verzögert. Es waren nur noch 986 Stiche. Aber manchmal hat man halt einfach keine Lust mehr. Ihr kennt das sicherlich. Insgesamt habe ich das Projekt am 21. Februar 2024 begonnen, um das am 11.04.26 jetzt zu beenden. 17 Farben sind da drin, und insgesamt war das Stück 268 x 215 Stiche groß. Es wurde eine Classic Colorbox vorgeschlagen, die habe ich durch DMC ersetzt. Also ich habe hier nur DMC-Fäden drin. Ich kann hier nochmal das Vollbild zeigen, oder das ist ja auch nicht voll, das hier in der Mitte ist auch nicht ausgestickt. Aber hier sind die meisten Stiche drin, sagen wir es mal so. Ist ein sehr schöner Quaker, gefällt mir ganz gut. Obwohl ich beim Sticken fand ich hier, waren es sehr, sehr, sehr viele Brauntöne. Seht ihr jetzt natürlich auch in der Kamera, wenn ich euch
da ein bisschen drauf stupse, seht ihr, dass hier auch unwahrscheinlich viel braun ist. Hat mich beim Sticken so ein bisschen gestört, weil ich im Frühling lieber so gern freundlichere Farben sticke, aber insgesamt wirkt es natürlich trotzdem wunderschön. Das ist nur Design und ist auch unwahrscheinlich groß. Ich versuche mal ein A5-Blatt auf die eine Ecke zu legen. Da muss ich euch aber mal ein bisschen rausnehmen. Nee, also ihr seht zwar das A5-Blatt, dann geht es hier drüben noch ganz lange weiter und dann geht es auch hier unten noch weiter. Also es ist schon eine ordentliche Hausnummer. Ich weiß auch nicht, ob ich das einrahme oder ob ich das auf eine Pappe spanne. Oder ich glaube, es landet erstmal in meiner Projektmappe. Ich habe damit nichts Besonderes geplant. Und es ist natürlich auch sehr, sehr, sehr groß. Also für meinen Geschmack. Obwohl es schon nur 20 Count sind, finde ich es noch ganz schön groß. Jo, aber das habe ich jetzt auch geschafft. Da freue ich mich. Wieder ein Projekt weniger. Der Spring Quaker. So, ich glaube, noch einen Finish habe ich nicht, aber dann gehen wir mal weiter zu Serenity von Theresa Kogat. Und das Projekt habe ich ja letztes Jahr zur Stitchmania begonnen mit einer Stickpartnerin, die allerdings schon fertig ist. Da kann ich nicht mithalten. Ich bin immer noch nicht bei 50%. Ich fahre gleich mal hier runter, wo ich weiter gestickt habe. Und zwar habe ich mich hier nur an den 2 Häschen bewegt und dann habe ich hier das Haus hochgestickt. Wenn ich euch ein bisschen weiter rausnehme, wirkt das unwahrscheinlich wenig. Aber ich habe hier irgendwo, wo habe ich denn das jetzt hin? Irgendwo einen schlauen Zettel. Hier. Und das waren, also wie gesagt, nur die 2 Häschen und hier diese Ecke hoch von dem Haus. Die habe ich ja noch nicht mal ausgestickt, wie ihr seht. Also wirklich nur hier die Fläche. Das waren schon 2394 Stiche. Also es sieht unwahrscheinlich wenig aus, wenn ich euch das hier so zeige. Aber dauert seine Zeit. Und was ihr insgesamt hier seht, seht ihr natürlich nicht. Muss ich euch erstmal ein bisschen bewegen. Es sind 47%. Also das ist schon auch enorm groß. Aber schön. Ich liebe es total gerne. Ich sticke das unwahrscheinlich gerne. Ist auf einem 40 Count Floba Superfein Weißstoff gestickt mit 21 Farben. Und das Werk wird 338 mal 340 Stiche groß. Und ich habe es am 1.5.25 begonnen. Und das wird auch mindestens noch 2 Jahre dauern, denke ich. Also gut, wenn ich in dem Tempo weiter sticken würde, könnte ich es in einem Jahr schaffen. Aber ich habe ja so furchtbar viele Neustarts im Mai geplant, sodass ich wahrscheinlich dann auch im Rest des Jahres das vielleicht noch einmal rausnehme. Und dann war es das auch schon. Aber das macht ja nichts. Es eilt nichts. Und ach, es ist wirklich ein schönes Stück. Mir gefällt das unwahrscheinlich gut. Ich sticke das sehr, sehr, sehr gerne. So. Dann kommen wir zu der Sommeretagere von Madame Chantilly. Entschuldigt. Von ihr habe ich schon mal den Winter gestickt, habe jetzt aber einen etwas feineren Stoff gewählt. Das würdet ihr natürlich jetzt nur sehen, wenn ich den anderen Stoff daneben lege. Das werde ich vielleicht am Ende nochmal machen, wenn ich das Stück beendet habe. Und dann lege ich den groberen Stoff nochmal daneben. Da sieht man nämlich wirklich einen richtigen Größenunterschied. Aber jetzt bin ich ja noch nicht ganz fertig. Jetzt kann das noch ein Stückchen dauern. Ich habe das letzte Mal hier unten diese Fläche hier gestickt und diesen Fisch und hier so ein paar Blümchen. Ja, und das ist, wie ihr sicherlich schon häufiger gehört habt, das ist schon ein richtiger Batzen. Ich habe mir das sogar mal aufgeschrieben, diese Schrift hier auszufüllen, also ohne das Hello Beach und die Umrandung, wirklich nur die innen drin, das Innenleben, sind 1360 Stiche. Und hier dieses Getier, das sind 526 Stiche. Also das ist schon
Ja, das ist schon ordentlich zu sticken. Aber jetzt kommen auch nur noch so Kleinteile wie jetzt hier und das stickt sich rucki weg. Also das waren jetzt wirklich nochmal die großen Batzen. Gut, die kommen nur ein Stück Etagere unten drunter. Und theoretisch käme hier noch das Wort Sommer drunter, aber das sticke ich sowieso nicht, das lasse ich gleich weg. Und insofern bin ich da jetzt auch schon etwas weiter als bei 71%. Und ja, das ist ein richtig schönes Sommermotiv, finde ich. Der Stoff kommt hier ein bisschen weißer rüber, als er ist. Der ist eigentlich ein bisschen cremiger. Den habe ich den gefärbt. Der sieht hier nämlich aus. Nee, ich glaube, der ist in Newcastle Platinum. 40 Count ist das. Der sieht eigentlich ungefärbt aus, oder? Hätte ich sonst irgendwo, glaube ich, eine kleine Farbnuance. Ja, nee, der ist ungefärbt. Also der ist so verwendet wie gekauft. Und 16 Farben sind hier drin und 1/2 habe ich das gestickt und ich habe hier nur das Weiß. Ich habe das Weiß, was wirklich von Blanc, der DMC-Farbe Blanc, habe ich zu B5200 gewechselt, damit das ein bisschen besser auf dem Stoff rausbloppt. Und so richtig ist das immer noch nicht. Ihr seht es jetzt hier auch auf dem Stoff. Man erkennt zwar den Stern, aber es ist jetzt auch nicht so, dass du sagst, der leuchtet hier aber schön. Ich weiß auch noch nicht, ob ich hier nochmal vielleicht mit ein bisschen Backstitch am Ende arbeite. Ich schaue mir es jetzt erstmal insgesamt an. Also der Leuchtturm hier, da reicht das Weiß. Hier am Vogel auch, an der Tasse auch. Aber der Stern hier unten ist mir fast ein bisschen zu dunkel. Blockt mir nicht so richtig raus. Aber das muss ich mal schauen, wie es am Ende dann wirkt. Ansonsten stickt sich das wirklich schön. Da kann man nicht meckern. Jo, aber mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Und dann kommen wir mal noch zu meinem Stitch-Along für das Jahr 2026, mein bisher einziger dieses Jahr. Ist von Jardin Privé Promenade Pastorale. Habe ich gesehen, geliebt, gekauft. Da habe ich gar nicht länger drüber nachgedacht. Also es gibt so Motive, kennt ihr sicher auch, die kauft man einfach. Also und bestenfalls fängt man sie dann natürlich auch an zu sticken, weil ansonsten liegen sie wieder ewig rum und sammeln sich dann so an. Deswegen immer am besten, wenn man was kauft, wo man frisch verliebt ist, sofort anfangen. Das klappt zwar nicht immer, aber bei dem hat es jetzt wirklich mal geklappt. Wann habe ich das begonnen? Am 26. Januar 26. Und das war ein Stitch-Along von einer französischen Boutique, de Mer en 4, auf einem Facebook-Kanal. Genau, die haben das ins Leben gerufen, aber die haben, glaube ich, hier drüben irgendwo angefangen, keine Ahnung. Ich bin schon beim ersten Teil abgewichen, ich fange immer rechts oben an, die haben links oben angefangen und ich habe das dann jetzt nicht weiter verfolgt, wie weit man da hätte schon sein müssen. Vielleicht sind die auch schon fertig, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich gucke auch nicht jeden Tag auf Facebook rein, ist nicht so ganz meins. Aber ich bin in den letzten Tagen, habe ich hier unten weitergearbeitet, habe diese große Blumen, habe hier noch ein bisschen, ich glaube hier noch ein bisschen aufgefüllt. Ach ja, und dann, ganz wichtig, ich erkläre erst noch ganz kurz, was ihr hier seht und dann komme ich dazu, was ich euch sagen wollte. Dieses Werk wird 215 mal 299 Stiche groß und immer alles, was über 260 ist, bin ich schon so ein bisschen, könnte ich 46 Count nehmen, weil das sonst sehr groß wird. Und das hier ist auch jetzt gar nicht so sehr groß. Mal sehen, ob ich euch das irgendwie... ja, ist fast so groß wie so ein A4-Blatt. Seht ihr das? Wenn ich ein A4-Blatt hier drauf haben wir hier überall so einen kleinen Rand drumherum. Und das ist nicht viel größer als ein A4-Blatt. Das finde ich ist eine schöne Größe für so einen großen Sampler, weil das A4-Blatt ging natürlich jetzt auch bis hier unten hin, ne? Logischerweise. Also das ist die gefällt mir sehr, 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 die Größe für so einen recht großen Sampler. Und die Farben sind auch einfach fantastisch. Die Jardin Privé Sachen kaufe ich eigentlich oftmals, wenn ich sie nicht irgendwo herbekomme, bei Jardin Privé auf der Internetseite direkt. Und man kann dort wählen, ob man sich eine Papiervorlage zukommen lässt oder ob man einen PDF-Druck bekommt. Und natürlich wähle ich dann ja meistens PDF-Druck, weil ich möchte gerne am liebsten sofort anfangen und nicht noch auf Versandkosten zahlen und dann auch noch warten.
Man kann aber diese Jardin Privé Sachen auch bei Casa Genina und vielleicht sogar Stickteufelchen so kaufen. Also die gibt es auch in normalen deutschen, naja, Casa Genina ist jetzt nicht unbedingt deutsch, aber gibt es auch in anderen Boutiquen. Man muss es nicht auf Jardin Privé Seite kaufen, aber der Vorteil ist, oder erst zum Nachteil, dieses PDF, was man bekommt, ist leider nicht Pattern Kiba tauglich. Man hat auch keine, ich weiß jetzt gar nicht, wie das Format ist. Man hat also auch kein Format, was man in Saga einspielen kann. Also man bekommt eine PDF, die halt nur irgendwie als PDF lesbar ist. Und ich meine, ich sehe das an dem Motiv, es ist jetzt hier kein Zauberwerk, das abzupunkten. Es ist wirklich überschaubar, es ist alles ein bisschen anders, man erkennt das gut. Hat mir bisher auch jetzt nicht sehr große Mühe bereitet, das im Xodo aufzurufen und das abzupunkten. Aber es gibt eine Neuerung und über diese Neuerung wurde ich aufmerksam gemacht von einem französischen Kanal. Rose Cocon habe ich schon häufiger erwähnt und die werde ich auch unten mal mit verlinken, das Video von ihr. Sie hat nämlich die Möglichkeit von Jardin Privé mal ganz detailliert vorgestellt, dass die jetzt selber anbieten, dass man dieses Pattern, was man da kauft, auf ihrer Online-Seite in so eine Art, das ist keine richtige App, man macht das halt auf ihrer Online-Seite auf und erhält dann auch so eine Art Abstreichvorlage oder so. Ich zeige euch das jetzt mal. So, wenn man auf die ganz normale Internetseite von Jardin Privé geht, dann hat man hier oben die Möglichkeit, sich anzumelden auf ihrer Seite. Und dann ist man da drin und hat hier eine Möglichkeit, zum Beispiel die Adresse zu ändern oder meine Bestellungen anzugucken oder was auch immer. Und hier kann man aber sich angucken, welche PDFs man alle schon gekauft hat. Und dann hat man hier, wie ihr seht, auf der linken Seite hat man einmal das PDF, was man sich runterladen kann, und dann hat man hier so eine komische bunte Anwendung, die eben diese Anwendung ist, die ich hier gar nicht so richtig erklären kann, die jetzt halt von Jardin Privé angeboten wird. Also man klickt auf diese Anwendung und dann fragt man, dann wird man hier gefragt, wo ungefähr man sticken möchte. Ne? Und ich war jetzt gerade hier unten, da klicke ich hier unten drauf. Und dann kommt man auf so eine Art, ja, Alternative zu Pattern Keeper, sage ich mal. Und dann kann man sich hier genauso bewegen, wie man das auch beim Pattern Keeper kennt. Man kann hier die Sachen mit Stiften ganz normal, man kann hier unten zum Beispiel die Farben auswählen und dann kann man die hier ausmalen mit dem Stift hier oben, ne? Oder man kann sie halt auch wieder löschen. Das ist dann so ein bisschen ähnlich wie beim Pattern Keeper. Also hier unten kann man die Farben auswählen, dann zeigt es immer, was hier in diesen Farben gerade gestickt ist, und dann wählt man sich halt, ich kriege immer ganz schlecht hier auf den Stift halt aus, und dann kann man hier die Kreuze setzen. Ne? Also es ist eigentlich ja, ähnlich in einem Pattern Keeper. Man klickt da halt ein bisschen dran rum, dann hat man das auch verstanden. Man hat hier oben halt den Knopf, wo man sich bewegen kann auf dem Bild. Dann natürlich das also hier kann man größer, kleiner machen. Das hier, das weiß ich, hier kann man irgendwo doch den Mittelpunkt, kann man sich hier noch zeigen lassen. Jetzt war ich ein bisschen zu klein. Wo ist der Mittelpunkt? Wo ist bitte der Mittelpunkt? Keine Ahnung, wie das jetzt hier funktioniert. Gut, das war der Vorführeffekt. Der Mittelpunkt, den finde ich jetzt hier nicht. Wie gesagt, probiert es einfach aus. Und wenn ihr es ganz genau wissen wollt, dann guckt euch mal das Video von der Julia von dem Kanal Rose Cocon an. Die erklärt das nämlich ganz genau. Und das kann man sich mit deutschem Untertitel anschauen und da versteht man das auch wirklich richtig idiotensicher, wie das hier funktioniert. Ich finde diese Anwendung, fangen wir erstmal mit den positiven Sachen an. Das Schöne ist, man kann sich ja auf diese Internetseite überall einloggen. Also ob man das vom Tablet aus macht, vom Laptop oder vom Handy.
Man muss sich einfach also anmelden und dann bekommt man halt immer überall seine gekauften Designs und kann halt immer überall anklicken und weiterarbeiten. Das ist natürlich schon mal der Vorteil. Was ich nicht so sehr schön finde, ich sticke zum Beispiel nicht 20 Stunden hintereinander, sondern ich sticke mal eine halbe Stunde, dann klingelt der Postbote, dann mache ich gleich noch einen Abwasch, dann gehe ich wieder ans Sticken, was weiß ich, dann kommt meine Tochter heim, dann mache ich gleich noch die Wäsche oder ihr wisst, wie es ist. Ja, man stickt ja nicht 5 Stunden hintereinander und jedes Mal haut er mich wieder raus aus dieser Anwendung. Ich habe das sogar auch probiert. Der hatte mich gefragt, ob ich hier angemeldet bleiben will, aber irgendwie hat das nicht funktioniert. Also ich bin immer wieder draußen, man muss sich halt immer wieder einloggen, finde ich jetzt persönlich nicht ganz so schön. Aber vielleicht liegt das hier auch nur an diesem Tablet oder wie auch immer. Ihr müsst halt mal für euch probieren, ob das bei euch besser funktioniert. Was mir auch nicht ganz so gut gefallen hat, ist, dass man hier irgendwie dieses Abstreichen, wenn man hier die Punkte hier markiert, da muss man manchmal, ich weiß nicht, ob das an meinen Fingern liegt, achso, ihr seht es gar nicht, sorry, man kann hier nicht so richtig schnell mal drüber wischen, seht ihr das? Na, es geht hier im Video eigentlich. Vielleicht habe ich es auch einfach, wenn ich sticke, ein bisschen kleiner und dann treffe ich die Dinger irgendwie nicht. Also es stickt sich, also es lässt sich nicht ganz so leicht abstreichen wie bei Saga, sage ich jetzt mal so. Und dann muss man natürlich auch immer wieder hier oben drauf, um das hier wieder ein bisschen zu verschieben. Ja, es ist aber Jammern auf hohem Niveau. Ich finde, es ist schon nicht schlecht, dass es diese Anwendung gibt. Ja, um jetzt mehr positive Sachen zu hören, guckt euch wirklich mal das Video von der Julia an. Die hat das hochgelobt und auch viel, viel besser erklärt. Ich finde halt die Anlagen von, also die Designs von Jardin Privé, ihr seht das ja hier auf dieser Vorlage, die sind auch so, die kann man wirklich mit Xodo wunderbar abpunkten. Ne? Da weiß ich zwar dann nicht, wie viel ich gestickt habe, das sehe ich natürlich hier unten irgendwo. Ich habe jetzt hier von dem Rot 175 schon gestickt. Was haben wir dann noch so für Infos? Und irgendwo sieht man auch, wie viel man gestickt hat insgesamt an einem Tag. Das kommt dann auch irgendwo raus. Ich weiß jetzt aber gar nicht mehr, wo ich das her hatte. Ja, das sind aber jetzt keine Infos, die ich unbedingt brauche. Insofern kann man das durchaus nutzen und es ist auch wirklich für Stickanfänger vielleicht gar nicht mal so schlecht, aber ich wechsle auch gern mal das Gerät, ja, wenn ich zum Beispiel, ja, wenn das Gerät halt einfach leer ist, ne, Akku leer, dann klemme ich das an mein Ladegerät, nehme mein Handy raus und mache da dran weiter. Ja klar, da muss man sich halt wieder einloggen und das ist bei Xodo oftmals ein bisschen schneller. Man ruft das Motiv dann einfach auf und ist dann irgendwie drin und kann das ewig lange in Bearbeitung lassen, finde ich zumindest. Aber zählt natürlich nicht die Stiche. Also man muss halt einfach wissen, was man will. Man sollte es auch einfach mal ausprobieren. Also ich kann euch das jetzt gar nicht so schön oder schlecht reden. Es ist auf alle Fälle was Neues, was Jardin Privé anbietet. Das finde ich schon mal richtig gut. Und ob ihr damit arbeitet oder nicht, testet es halt einfach mal aus. Geht natürlich halt nur, wenn ihr die Vorlagen auch auf Jardin Privé kauft. Und wenn ihr bestimmte Designs, ich weiß jetzt gar nicht, ob er mir das anzeigt, wie ich jetzt hier wieder zurückkomme. Genau, wenn ihr bestimmte Designs habt, zum Beispiel wie dieses hier, da stehen diese 2 Motive, also da kann ich hier zwar das PDF runterladen, aber es ist noch nicht in dieser Anwendung hier verfügbar, dann kann man da auch immer, also erstmal kann man natürlich ein bisschen warten und wenn man es eiliger hat, kann man da auch mal anschreiben, dass die dann das Symbol hier noch dazufügen, dann kann man das auch öffnen über, ja, über diese Internetseite. Ich finde es nicht schlecht, ich wollte es einfach mal, erstens wollte ich es natürlich testen, ich hatte das ja als Video gehört von dem Rose Cocon und genau, habe das dann halt auch gleich mal getestet, ob das so gut funktioniert und wollte euch das nicht vorenthalten. Insofern macht das schon Sinn, das eigentlich mal selber zu probieren. Okay, soviel zu Jardin Privé. Und dann habe ich mal wieder dieses Motiv gestickt. Von Theresa Kogat and God
So, sieht inzwischen so aus. Oh, der Stoff kommt hier farblich überhaupt nicht raus. Das ist ein Vintage Country Mocha und alle, die diesen Stoff kennen, die sagen auch, um Gottes Willen, was macht denn deine Kamera hier mit diesem Stoff? Ja, sieht ganz furchtbar aus. Warte, ich nehme euch mal ab. Ja, der Stoff kommt irgendwie von der Farbe her leider gar nicht raus, egal wie ich euch hier hin und her drehe. Aber zumindest seht ihr hier, was ich alles gestickt habe. Es passt nämlich auch nicht mehr so ganz ins Bild. Aber leider verschluckt die Kamera ein paar Farbtöne bei mir. Gestickt habe ich auf alle Fälle diesen Vogel hier oben mit dieser Blume und mit diesen Blättern. Und dann habe ich mich hier unten noch, wo ist denn meine Kamera hier, habe ich hier nochmal die Blätter und hier die Blüte noch ergänzt. Wunderschön, ich liebe es. Theresa Kokert liebe ich sowieso, also brauche ich gar nicht viel erzählen. Ist immer wieder schön. Ich habe jetzt zweimal daran gestickt, also sind da ungefähr, was ihr hier seht, sind ungefähr 4000 Stiche. Ich habe es leider nur eine Papiervorlage, ich kann es euch nicht genau sagen. Habe es im Januar 26 begonnen und es sind 20 Farben, aber davon habe ich einige ausgetauscht. Hier sind nämlich wieder Classic Colorworks und Week Styleworks drin. Genau, so sieht die Farbpalette aus und sie bietet zum Glück glücklicherweise, das war jetzt doppelt gemoppelt, sie bietet glücklicherweise die DMC-Konvertierung an zu diesen Week Styleworks und die habe ich dann auch immer ersetzt. Ich habe diese Sondergarne nicht, aber die ganz normalen DMC-Garne habe ich. Hier seht ihr auch, wie groß das wird, 242 x 270. Und der Stoff, auf den ich das gewählt habe, sind also dieser Vintage Country Mocha von Lino Newcastle. Auf einem 40 Count habe ich das gestickt, 1/2. Genau, und das, ich zeige es nochmal, oh, das wird wunderschön. Ich bin ja erstmal hier nur bei dem Rand, obwohl ich bin ja schließlich schon, der Rand ist schon fast unten. Und der erste Vogel, oh, ich freue mich ja schon, wenn ich ins Innenleben komme. Aber auch der Rand ist ja keine wirkliche Bordüre, ist halt wirklich richtig viel Stickarbeit. Oh, ist ein Traum. Ich stick sie einfach immer wieder gerne. Ich weiß, ich nerv euch bestimmt schon, aber also wenn ihr durch mich kein Theresa Kokert-Fan werdet, nein, müsst ihr gar nicht, weil sie hat auch ganz andere Motive als die ich euch immer zeige. Und ich könnte natürlich von ihr noch viel, viel mehr kaufen, könnt ihr euch sicher vorstellen. Aber sie hat auch welche, die mir gar nicht gefallen. Insofern guckt da mal bei ihr vorbei. Wenn ihr nämlich das doof findet, was ich sticke, sie hat auch echt Sachen, die mir nicht gefallen. Die findet ihr dann vielleicht total wow. Also klare Stickempfehlung, auch für Leute, die ein bisschen gerne Block sticken, also nicht so konfettimäßige Sachen. Hier kann man nämlich wirklich immer schön Einfahrten aussticken und dann kann man sich irgendwann für eine andere Farbe entscheiden. Das sind echt schöne große Farbblöcke. So, das letzte Projekt, was ich euch heute zeige, ist mein Chatelaine. Und ich fahre hier gleich mal mit euch so rüber, was derzeit schon alles gestickt ist. Und dann konzentrieren wir uns darauf, was ich die letzten Tage gestickt habe. Und zwar ist das dieser Bereich, also ziemlich klar abgegrenzt. Also genau, der Turm war hier schon und wirklich halt hier alles das, was ihr hier seht. Das habe ich jetzt die letzten Tage gestickt. In diesen Stichen war alles dabei. Backstitch, Longstitch, irgendwelche, ich weiß nicht was, Stiche, Silberfäden, die sind hier in den Fenstern drin, Halbkreuze, ja, Farbwechsel und ach, das war, ja, es war wieder eine Wonne, sag ich euch. Wenn man sich einmal überwindet, an dem Projekt zu arbeiten, macht es riesigen Spaß. Wenn man es dann längere Zeit wieder weglegt, hat man immer wieder so ein bisschen Respekt vor diesen Sonderstichen. Geht mir auch immer noch so. Ich sticke es auch noch nicht so sehr lange. Ich habe das am 17. Mai 25 begonnen. Auf einem 28 Count, der sieht ziemlich rein weiß aus, der Stoff. Ich weiß auch nicht, von wem der ist. Ich sticke das 2/2, weil halt, ja, das ist auch so vorgegeben. Und
Wie oft habe ich daran jetzt schon gestickt? Ich habe mir das auch irgendwo notiert. 2, 4, 6, 8 Mal habe ich jetzt dran gestickt. Und ich sticke ja meistens so 2000 Stiche pro Einsatz, sage ich jetzt mal, so dass wir ja jetzt ungefähr 16.000 Stiche hier drin haben. Es können jetzt auch ein paar weniger sein. Ne? Hier oben sind jetzt keine Perlen drin, aber ein bisschen weiter unten. Hier seht ihr vielleicht die blauen Blütenblätter und die roten, das sind Perlen. Hier sind im Zaun sind auch Perlen drin, das seht ihr jetzt nicht, da müsste ich nochmal quer drüber fahren. Das hält dann natürlich auf. Also weiß ich nicht, ob da jetzt immer 2000 Stiche drin waren. Also ist ja auch egal. Man sieht ja, wie weit man ist und man sieht, es ist noch nicht mal ein Viertel geschafft letztendlich. Oder vielleicht ist es schon ein Viertel, weil hier unten dieses Viereck ist ja, hätte ich ja sonst nur ein Viertel sticken sollen, damit es wirklich ein Viertel wäre. Ich kann es schlecht schätzen, ist auch egal. Es ist auf alle Fälle alles noch sehr häufig zu wiederholen, zu sticken. Das stelle ich mir jetzt noch nicht ganz so spannend vor. Ich hatte das hier unten schon bei den Schmetterlingen. Die waren nämlich 8 Mal drin. Einer fehlt mir noch. Da hatte ich einfach keine Lust mehr. Wenn man das zu oft wiederholend macht, ist das dann nervig. Oder auch hier das alles immer rumzuziehen. Ich lege mir das meistens über 2 Stick, nicht immer über 2 Tage, sondern richtig über 2 Stickperioden, sage ich mal. Also wenn ich jetzt heute... wenn ich die letzten Tage das gestickt habe, dann könnte ich mir vorstellen, sticke ich in dem nächsten Mal die Seite auf der anderen Seite, um dann im übernächsten Mal vielleicht den Schmetterling hier unten fertig zu sticken und dann irgendwann hier drüben weiter zu sticken. Oder vielleicht auch hier, weil ich mag das nicht, wenn ich das immer so kurz hintereinander nochmal sticke. Das nervt mich. Auch wenn ich vorhabe derzeit das Projekt nicht zu drehen, naja, vorhaben ist gut, ich habe das hier unten ja schon nicht gedreht, ist das dann doch irgendwie was anderes, wenn man die Häuser so in der Geraden stickt, als wenn man sie dann so hier im Querbild stickt. Wisst ihr, was ich meine? Also da sieht ein Haus ja, wenn man es stickt, ganz anders aus, weil man dann ja halt alles so rumstickt. Ne? Man sieht das ja nicht mehr aus wie ein Haus und dadurch ist das auch schon nicht mehr 1:1 identisch. Und genauso ist es ja dann auch, wenn man es auf dem Kopf stickt. Also ich drehe meinen Stoff nicht mit, sondern ich lasse den immer, oben ist immer oben und sticke das dann so, wie es kommt. Das macht auch eine gewisse Abwechslung. Kann man gar nicht meckern. Ja, mein Chatelaine, ich liebe es. Ich werde auch im Mai ein zweites Chatelaine anfangen und ich habe noch so viel mehr Chatelaines geplant. Nur leider sind meine Tage begrenzt und ich arbeite nebenher auch noch Vollzeit. Zumal jetzt auch noch der Garten ruft. Ihr wisst, im Frühling ist immer viel zu tun, zu pflanzen und zu machen, zu säen und ja, auch noch nebenher. Und meine Familie ist zum Glück inzwischen groß und selbstständig, also meine Kinder zumindest sind groß und selbstständig, sodass die mich nicht mehr täglich benötigen, sondern nur noch so für die nötigsten Sachen wie mal schnell Essen machen oder Kuchen backen. Aber ja, also am liebsten hätte ich schon 10 Chatelaines am Start. Ich finde die einfach traumhaft. Aber nein, wir starten auch im Mai nicht 10 Chatelaines, auch nicht 15, sondern wir starten 15 andere unterschiedliche Designer, aber ein Chatelaine ist dabei. Und wenn ihr noch Lust habt, da diese Werke euch anzuschauen, dann abonniert am besten meinen Kanal und bleibt dabei und schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Stickzeit und genießt den Frühling. Bis bald, bis ganz bald. Ciao, ciao.